Besser kann man es doch gar nicht starten, anders kann man es gar nicht starten bei diesem Modell. Hallo Freunde der Glam-Bausteine und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Glam-Shop. Ich bin der Steinevater. Heute habe ich euch was ganz Wunderbares mitgebracht. Und zwar den Mold King Republic Attack Cruiser mit fast 6700 Teilen. Es erschlägt einen. Ihr seht es an der Umgebung, ich bin kurzfristig wieder umgezogen, aber nur für dieses eine Video. Ich habe keine Chance, das bei mir in meinem kleinen Räumchen oben zu drehen. Das ist ein Set, das kriegt ihr nicht im Glam-Shop. Das kriegt ihr im GWDZ Store auf Amazon. Beziehungsweise da habe ich es her für 269 Euro. 269 Euro. 6700 Teile. Schnäppchen. Und von Mold King. Und ihr wisst, Mold King hat eine ganz vernünftige Qualität. Ja, nachdem ich Kader gebaut habe, kam einem die Klemmkraft von Mold King wieder ein bisschen schwach vor. Aber nein, Mold King hat eine super Klemmkraft. Ich habe mir lange überlegt, wie ich euch das Modell überhaupt zeigen soll. Ihr seht da diesen so einen Karton hier unten drunter. Ne? Man kann ihn nicht mehr transportieren. Also wenn dieses Ding einmal aufgebaut ist, ihr könnt ihn nicht mehr einfach von unten an diesen Füßen packen. Da werdet ihr fluchen. Ihr werdet das Ding in die Ecke schmeißen. Da habt ihr keinen Bock. Deswegen, ich habe ihn auf diesen Karton hingestellt, wobei das mehr ein Zufall war, ein glücklicher Zufall wohlgemerkt. Und so kann ich ihn doch noch transportieren. Also, wir fangen an. Wie gesagt, 6700 Teile fast, 269 Euro. Eine Menge Bauspaß, absolut. Ich habe es mir mal so grob ausgerechnet. Ich baue so in der Regel abends 1,5 Stunden. Manchmal, wenn ich noch Zeit habe, tagsüber noch mal ein bisschen. Ja. Also ich würde mal sagen, an dem Ding habe ich, wenn man es am Stück rechnet, so gute 10, 12 Stunden auf jeden Fall gebaut. Aber am Stück, da raucht euch der Kopf. Ich werde auch dieses Video, ich muss es aufteilen, ich werde euch mal Bilder einblenden, wenn ich dann dazu was sage, und ich werde auf die Anleitung auch hier separat eingehen, weil ich es an dem Modell in dem zusammengebauten Zustand einfach nicht zeigen kann und ich tatsächlich nicht das Ganze wieder zerlegen möchte, beziehungsweise was abmachen möchte. Ja, ich würde sagen, ich werde es euch jetzt mal ein bisschen drehen, dass ihr das ganze Stück begutachten könnt. Oh, da vorne ist der Ständer und dann fangen wir an, darüber was zu erzählen. Ja? So, also riesiges Ding, wir messen es auch gleich aus. Ihr seht, auf der Seite ist der Spalt hier ein bisschen größer. Werde ich dann noch erklären, warum. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich selbst nicht treffe. Da habt ihr nochmal die Rückansicht. Also Wahnsinn. So, und wir sind einmal rum. Hopp, das war der Kaffee. Also, riesig. Riesig. Ihr habt bei diesem Set 2 Sticker, die mir gerade eben runtergefallen sind. Beziehungsweise 3 Sticker. Ihr habt einmal den großen für dieses Display hier. Und dann habt ihr noch 2 kleinere, die sollen ein Gitter darstellen. Um ehrlich zu sein, wo sie jetzt verklebt sind, weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube irgendwie da oben drauf oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich verklebe es ja nicht, von daher. So. Was kann das gute Teil außer einfach dastehen? Sehen wir erstmal was weg, damit fangen wir an. Das, was ihr seht, gehört nicht zu diesem Set. Das habe ich mir schnell aus einer Ersatzteilekiste zusammengekruschelt, weil hier oben ein riesiges Loch klafft. Und ich weiß nicht warum. Ich dachte schon, da fehlt was. Ich bin es durchgegangen. Nein, das gehört tatsächlich so. Hier werde ich euch Bilder zeigen. Die blende ich jetzt gleich mal kurz ein. Und dann seht ihr, was ich meine. Und ihr seht dann auch gleich die Bilder mit dem, was ich gemacht habe, was ich ausgebessert habe. Also, schaut es euch mal kurz an.
So, ihr habt es gesehen. Warum? Also ich weiß nicht, warum da oben so ein Loch herrscht. Ich dachte mir erst, habe ich mich verbaut oder fehlt noch irgendwas oder so. Nein, es ist tatsächlich so. Dieses ganze Modell, also ihr baut das Grundgestell, dann baut ihr unten die Füße, auf denen es steht. Hier vorne diese ganzen Seitenwände, das ist alles an Pins befestigt. Ist ein bisschen, also wenn steht, steht's. Wenn ihr das Teil aber irgendwie ungünstig anfasst, dann fallen die euch ab. Also ihr könnt die auch relativ leicht abnehmen. So, wenn man nichts sieht, ne? Da. Also die lassen sich leicht abnehmen, lassen sich auch wieder dann leicht hinklipsen. Ja, ihr baut es quasi Stück für Stück zusammen. Danach baut ihr hinten am Antrieb, dann baut ihr dieses gute Stück hier. Das hier vorne, das ist übrigens nur so zum Runterklappen und das ist nur aufgesetzt. Also dieses, quasi die Kommandozentrale von diesem Raumschiff, die ist einfach nur aufgesetzt. Ne? Die baut ihr auch in einem einzelnen Schritt und dann kommt die da nur so ganz da drauf. Was natürlich den Vorteil hat, wenn ihr das Teil irgendwo hinstellen wollt oder transportieren wollt, ihr könnt es abnehmen. Und könnt das Stück für Stück tragen. Die Flügel könntet ihr theoretisch auch abnehmen. Die Flügel sind nur an Magneten fest. Also fast nur. Da werde ich euch was in der Anleitung dazu zeigen. Allerdings wollt ihr die nicht wieder hinmachen. Ich habe es einmal, die oberen, die gehen noch einigermaßen. Molking hat super Magneten. Nur die Halterung für die Magneten ist dafür, da sitzt der Magnet zu locker drin. Das heißt, wenn ihr jetzt hier so einen Flügel abnimmt, so diese Abdeckung, dann habt ihr das Problem, dass euch auf einer Seite, meistens auf der Seite vom Modell, dass der Magnet mit aus der Halterung rausgeht, weil die Dinger richtig ordentlich zusammenhalten. So, wenn es da steht, alles gut. Oben war das ein bisschen geringeres Problem, unten war es ein relativ großes Problem. Und meiner Meinung nach stimmt unten auch die Anleitung nicht. Falls ihr das Teil schon mal aufgebaut habt oder euch damit beschäftigt habt. Es kann nicht sein, so wie die Magneten angebracht sind an den beiden Seiten, dass das Ganze hält. Ja? Und ihr habt unten zusätzlich im hinteren Bereich, also in diesem Bereich hier zur Befestigung, quasi noch Pins, Technikbricks und Pins. Und wenn ihr es nach Anleitung braucht, sie passen nirgends rein. Wie gesagt, gehe ich dann am Ende nochmal in der Anleitung drauf ein. Ansonsten war der Bau schön. Also das Zusammenbauen selbst war in Ordnung. Da gab es wirklich nichts zum Aussetzen. Molking bietet so ein kleines Hämmerchen. Ich kann es euch vielleicht mal zeigen. Hätte ich mir vielleicht rauslegen sollen. Ja, hier der Karton. Ja, einmal nicht komplett verdeckt, das heißt was. So. Schauen wir mal, ob ich das so auf die Schnelle rauskriege. Ihr habt den Karton. Nochmal 2 solche Boxen. Mit A und B beschriftet. Da drin habt ihr die Anleitung, aber auf die kommen wir wie gesagt später zurück. Und nein, hab's jetzt nicht so schnell parat. Also Molking bietet da als Teiletrenner bietet das so einen Hammer mit. Den könnt ihr zerlegen, dann habt ihr alle Funktionen, die ihr braucht und zusätzlich eben diesen Hammerkopf. Ja, super praktische Funktion bei diesen riesen Platten. Ohne drückt ihr euch dumm und dämlich die Finger wund. So könnt ihr mit dem Hämmerchen, der hat noch so einen Plastikschutz drauf, könnt ihr diese Teile wunderbar zusammenklopfen. Ja, weil es ist einfach riesig. So, 500 mal riesig gesagt, jetzt messen wir mal aus, wie groß wirklich ist. So, allein die Tatsache, dass ich das Ganze ja nicht mal in meinem schönen Kämmerchen machen kann. So, wir haben hier 116 cm, also 1,16 Meter in der Länge. Dann die komplette Höhe. So, schauen wir mal. Hier sind wir so bei 32, 33 cm. Und jetzt wird es interessant. Die Breite, dafür muss ich ihn nochmal drehen. Oh, ich mag so wenig wie möglich bewegen. Weiß ich gar nicht, wie ich messen soll. Komme ich gar nicht richtig hin. Vielleicht
So, da unten. So, 58 cm. Also, Ausmaße, dafür braucht ihr wirklich Platz. Und zwar viel Platz. Hinten die Triebwerke. Die werden auch quasi erst zusammengebaut und dann an das Modell dran gesteckt. Teilweise nur über eine Achse gesichert. Und da das doch relative Kolosse sind, schauen wir mal, ich bin mal so frei und mache das mal ab, auch wenn ich später bereuen werde. Mache ich nicht ab. Also ihr habt das Gefühl, dass das Triebwerk, das wird leicht runterhängen, weil es nur an einer so einer Technikachse befestigt ist, aber es hält. Einzig die Verkleidung von dem Triebwerk. Ja, wieder an den blauen Technikpins befestigt. Also einfach quasi die Platten. Ihr baut diese Platten hier zusammen, ja, diese Triebwerksteile, und dann setzt ihr die auf 4, 5 blaue Technikpins. Ja, und dann war's das. Alles kein Problem, wenn ihr das Modell nicht bewegt. Bis ihr das Modell an eurem Platz habt, wird euch das Ganze öfters abfallen. Und dann kommen euch die Flügel auch noch in die Quere. Also wirklich, es ist nichts, es macht Spaß. Es ist ein ganz tolles Modell. Für den Preis, wie gesagt, kann man nichts dagegen sagen. Es macht Spaß zum Aufbauen, es sind ein Haufen Teile. Es ist auch nicht langweilig. Man hat natürlich, die Seiten sind gespiegelt, ja. Also man hat die Sachen immer doppelt. Aber für alle, die wirklich den Bauspaß suchen, da seid ihr hier genau richtig. Und die gerne ein bisschen fluchen beim Bauen, dann seid ihr hier auch genau richtig. Das wird nicht ausbleiben. Also, es wird euch ein paar Mal wahrscheinlich entgegenfallen, aber ein bisschen nachdenken, ein bisschen umbauen, und dann hält das Ganze und passt das Ganze auch. Wenn ihr sagt, ihr wollt das Ding für die Ewigkeit haben, dann würde ich euch auch empfehlen, einfach ein paar Sachen zu kleben. Weil, also hier die Halter bei den Magneten zum Beispiel, dass er den Magneten in die Halter reinklebt, dass er hinten an den Triebwerken vielleicht ein bisschen was klebt. Das ist einfach zu groß. Also ich glaube, man hat es auf jeden Fall durchdacht. Es gibt aber immer ein, zwei Stellen, hätte man besser machen können. Und mein einzigster großer Kritikpunkt ist tatsächlich diese riesige Lücke hier. Das sind eine Handvoll Teile. Ich meine, das ist jetzt von mir zusammengepfuscht. Hätte man auch schöner, anders machen können, wie auch immer. Aber ich denke mal, mit so 20, 30 Teilen hättet ihr eine wunderschöne Abdeckung. Die deckt wirklich alles ab. Ihr habt es auf den Bildern gesehen. Schiebt ihr drunter, könnt ihr da noch festdrücken. Müsste man nicht mal. Und das Ding ist zu. Sähe besser aus. Kann man noch nachbessern. Aber gut. Ansonsten reines Displaymodell natürlich. Das ist nichts zum Spielen. Wer einen 5-Kilo-Schein vom Arzt hat, der braucht das Ding gar nicht anheben. Es ist unglaublich schwer. Wirklich Wahnsinn. Aber es sieht hammermäßig gut aus. Es macht eine Menge Spaß aufzubauen. Und wie gesagt, es muss nicht immer nur einfach straight sein, sondern einfach mal ein bisschen nachdenken mit beim Aufbauen. Auch wenn man im ersten Moment sagt, muss nicht sein. Trotzdem, mir macht Spaß. Das ist eine kleine Herausforderung zu gucken, wie kann ich es verbessern. Ansonsten gibt es zu dem Modell auch nicht viel zu sagen. Ja? Es sieht optisch einfach hammermäßig aus. Und bei der Menge an Teile gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Ihr kriegt die Teile wieder super auseinander. Ihr könnt das Modell aufteilen, wenn es zerlegt, wenn es transportiert. Ja. Ihr könnt die Triebwerke, die Flügel abmachen. Ihr könnt hier oben den Tower abmachen. Ja. Und rein das Gestell lässt sich wunderbar transportieren. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zur Anleitung. Es wird ein paar Punkte geben, die ich euch einfach gerne zeigen möchte, dass ihr wisst, worauf es ankommt, dass ihr wisst, was da bei mir für Probleme aufgetreten sind und was einfach in der Anleitung nicht passt. Gibt es auch was? Dann würde ich sagen, wir machen die Anleitung und dann sehen wir uns gleich wieder zum Schluss. Also, wir fangen an mit der Anleitung. Ihr habt bei Molking ganz gewohnt 12 Tüten und in den 12 Tüten die 6700 Teile verbaut. Die Anleitung ist nicht zu einfach und nicht zu komplex gehalten, finde ich bei Molking ganz schön. Wir fangen mal an mit den ersten Sachen, die ich euch zeigen wollte. Bei Bauabschnitt 8 auf Seite 4 habt ihr hier unten im Eck so eine Achterachse
und die steckt ihr einfach durch. Die wird nicht befestigt. Und das Ganze wird eine ganze Weile lang nicht befestigt. Wir sind hier bei Bauabschnitt 30. Da ist das Ding immer noch nicht fest. Es wird erst irgendwann hier hinten bei Bauabschnitt 138, diese Achse ist immer noch nicht fest. Es geht eine ganze Weile durch bei 184. Hier, Tüte Nummer 5, Bauabschnitt 185. Da wird diese Achse das allererste Mal festgemacht. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt fliegt dieses Ding lose rum. Entweder lasst es draußen, so habe es ich gemacht, oder ihr schnappt euch einfach 2 Sicherungen, macht die schnell drauf und gut ist. Ja, unnötigerweise ein bisschen zu früh eingebaut. Man kriegt es später auch noch hin und kann die Steine abzählen. Apropos abzählen, ich meine, an der Anleitung von Molking hat sich vom Schema her nichts geändert, aber tatsächlich bei so vielen großen Teilen und auch bei den ganzen Platten oder hier die ganzen Technikteilen, ihr müsst ganz viele Noppen zählen. Zufälligerweise bin ich aktuell gerade daran, was von Reobrix zu machen. Und in dieser Reobrix-Anleitung wird angegeben, was das für Steine sind. Das heißt, ihr müsst nicht zweimal zählen. Ja? Hier müsst ihr einmal hier zählen, weil ihr erkennt es einfach nicht auf diesem Bild. Und dann müsst ihr die Steine nochmal abzählen. Vielleicht hätte man da eine Ausnahme machen können und das Ganze schöner lösen können. Aber gut, wir kommen zum nächsten Punkt. Auf Seite 18, Bauabschnitt 36, gibt es hier diesen kleinen roten Stein. Dieser Stein, das soll später an Flügel festgedrückt werden. Aber an dem Flügel ist nichts dran, um es festzudrücken. Also eigentlich unnötig. Hier seht ihr dann schon die ersten Magneten, bei denen es verbaut wird. Wie gesagt, hier in diesen schwarzen Halterungen halten die Magneten. Später bei den Flügeln, da werdet ihr dann sehen, da wird es dann Probleme geben. Aber gehen wir zum nächsten Punkt, was ich euch zeigen wollte. Wir sind jetzt kurz davor, diese wunderbaren Triebwerke, und zwar das sind die 2 größten hinten, dran zu bauen. Diese Triebwerke werden im ersten Moment nur hier befestigt. Mehr nichts. Die haben eine 2x8 Auflagefläche. Und die Länge dieser Triebwerke im Vergleich zu der Auflagefläche ist schon ein bisschen happig. Später wird noch eine Achse durchgeschoben. Ich denke, das hätte man auch gleich machen können. Einfach, ich habe sie zwar dran gemacht, es hat auch gehalten wunderbar, aber es ist wirklich eine sehr große Last, die auf diesen Steinen da ist. Und einmal blöd dagegen gekommen, wird euch das Ganze abfallen. Also auch hier bautechnisch hätte man das anders lösen können. Aber es ist wie es ist und es hat ja funktioniert. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptthema, was ich hier habe. Also ihr seht, ihr baut diese riesige Abdeckung für die Flügel zusammen. Und dann habt ihr diese schönen Teile auf den Drehtellern hier. Und an der Stelle, an der sie an den Flügel angebracht sind, habt ihr nichts am Modell oder am Rahmen, wo ihr das Ganze befestigen könnt. Also entweder ist die Position hier falsch, oder die Magnete sind falsch. Das hier musste ich gar nicht so weit versetzen. Es wird euch aber übrigens auch nicht gezeigt, wo ihr das festmachen sollt. Das kommt nicht aus der Anleitung raus. Aber gut, wie gesagt, das musste ich nicht weit versetzen, das habe ich ein ganzes Stück versetzt. Und zwar habt ihr hier ja diese Schräge, an der ging es einfach nicht festzumachen, auch mit diesem Drehteller nicht. Ich habe es in die Richtung hier versetzt und habe es dann am hinteren Rahmen vom Modell festgemacht. Wenn ihr das nicht macht, dann werden euch diese Flügel nicht halten. Dafür sind sie einfach zu schwer. Und es zieht es nach unten. So, und da haben wir jetzt die Thematik mit dem Magneten, wie angesprochen. Aus diesen Halterungen gehen diese Magnete raus. Wenn ihr den Flügel versucht langsam aufzusetzen, zieht es euch schon die Magnete raus, bevor der Flügel dran ist. Das heißt, es ist ein ziemliches Gefummel, das Ganze anzubringen. Ich habe auch ziemlich geflucht bei dieser Geschichte. Es war nicht so leicht. Aber jetzt glaube ich, habe ich es am Anfang vergessen, was ich euch ursprünglich zeigen wollte. Moment. Genau, hier. Das habe ich noch vergessen. Hier hinten habt ihr ebenfalls diese Aufnahmen. Diese roten, was ihr auch hier vorne habt. Die sind, wie gesagt, dafür da, um später den Flügel, den ihr von oben drauf setzt, oder die Abdeckung einzuklipsen. Ihr kommt gar nicht mehr hin, um das einzuklipsen. Ihr könnt das nicht einklipsen. Wenn ihr das draufsetzt, die Magnete ziehen an und
Ihr könnt es nicht mehr draufsetzen. Sobald ihr die Flügelplatte wieder abhebt, habt ihr das Problem, dass der Magnet aus der Halterung draußen ist. Und es ist einfach auch ein bisschen schwach, um das Ganze zu halten. Ich meine, das sind riesige Flügel. Allein die Flügel sind ja schon fast 1 Meter. Deswegen hätte man wohl anders da lösen können. Jetzt schaue ich mal, ob ich euch die Anbringung von den unteren Flügeln zeigen kann. So. Die kommt dann, wenn ihr beide unteren zusammengebaut habt. Das waren die oberen. Das sind die oberen. Hier. Ihr habt schön auf den Bildern zwar die Angriffspunkte von den Magneten, wo die hin sollen, wo welcher hin soll, aber ihr setzt diesen Flügel an und es zieht den Magnet raus. Und genau das hier, das seht ihr nirgends, wo es befestigt wird, und es passt auch einfach nicht vom Abstand her irgendwo rein. Ich habe es versetzt, beim einen habe ich es probiert, mit einer Hand den Flügel gehalten. Es wäre tatsächlich besser zu zweit zu sein, und mit der anderen Hand habe ich dann dieses Teil versetzt. Das ist mir jetzt auch beim Transport tatsächlich abgegangen. Deswegen habe ich ja vorhin erwähnt, hier ist der größere Spalt auf der einen Seite. Ja, und in der letzten Bauanleitung oder im letzten Schritt habt ihr dann noch die oberen Flügel. Bei den oberen ist es relativ einfach, weil die oberen, ja, die zieht es ja nicht einfach nach unten durch die Schwerkraft weg. Die könnt ihr relativ gut draufsetzen. Aber auch hier wird nicht beschrieben, dass ihr die eigentlich hinten einklipsen sollt. Und, ich meine, es ist offensichtlich aus der Anleitung. Auch das zeige ich euch nochmal. So, ihr habt, warum auch immer in Rot, aber ihr habt es da. Genau, ihr habt hier diesen Halter, den ihr da einklipsen sollt. Wurde bei dem anderen Flügel übrigens vergessen anzuzeichnen. Das Teil ist da, in der Anleitung fehlt es. Wie gesagt, vergesst, ihr könnt nicht reinklipsen, ihr braucht es aber auch nicht unbedingt. Gut, das war es jetzt aus der Anleitung. Dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder und machen da weiter. Ihr habt es gesehen. Also wir haben wirklich einfach ein paar Punkte, wo noch nicht so optimal sind. Wir haben Teile, die man nicht wirklich verbinden kann, Teile, wo ich auch nicht zwingend weiß, wo sie verbunden werden, und Teile, die an der falschen Stelle angebracht worden sind. Die Aufbaureihenfolge gibt immer was, wo man sagt, vielleicht hätte man das zuerst oder wie auch immer, aber im Großen und Ganzen für dieses riesige Modell tatsächlich wenig. Ich glaube, da habe ich beim Baumhaus fast die gleiche Menge gehabt, wo ich gesagt habe, passt nicht, hätte man anders machen können. Und das Baumhaus hat wesentlich weniger Teile. Also ganz klare Empfehlung, wer den Platz hat, wer die Zeit hat und wer dieses wunderbare, riesige Modell einfach bei sich zu Hause stehen will, holt es euch. Ich verlinke es euch, wo ihr das bekommt. Super Händler, netter Kontakt, auch wenn irgendwelche Reklamationen sind, gar kein Problem. Und ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, zu anderen Modellen, irgendwelche Wünsche oder Anregungen, schreibt es in die Kommentare. Ich werde darauf eingehen im nächsten Video, wenn was sein sollte. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.